Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot Cusco, unserem Inka-Reich. Ich hoffe, wir werden heute den Zeitaltersprung schaffen. Wir sind auf dem neuen Patch, aber natürlich brauchen wir erstmal den Sprung ins neue Zeitalter, damit der Patch aktiv wird. So war es zumindest vorher immer und ich glaube, das hat sich auch nicht groß geändert. Wir können hier... Achso, er hat schon Frieden gemacht. Wir könnten uns irgendeine Siedlung holen. Tja. Wollen wir das? Eigentlich nicht, ne? Hm, ich habe, Mainam na sugestyon. ich habe alle Schritte. Ich schul. Ich glaube, Little X ist das, was wir hier oben erobert haben, irgendwo mal. Ist ja auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das nichts, was wir jetzt irgendwie dringend brauchen würden oder sowas. Von daher, was soll der Quatsch? Was wir brauchen, ist hier langsam mal die ganzen Felder. Selbe gilt für dich hier. Gefühl, ne, Cusco jetzt tatsächlich nicht. Kahukia kann auch. Ich dachte, wir könnten vielleicht noch eine Terrassenfarm dahin setzen, aber dem ist wohl nicht so. Kann man wohl nur auf steinigem Gelände bauen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so, aber hätte ja sein können, dass das irgendwie anders ist, was weiß ich. Hier kriegen wir noch ein Relikt oder ein Reliquie. Auch nicht schlecht. Ja, was machen wir hier? Bauen wir einfach ein paar Mauern. Ah, du kannst auch ein Terrassenfeld bauen. Hier auf diese Mine. Das ist doch schön. Ja, ihr könnt euch alle zurücksetzen. Du brauchst hier auch keinen Krieg mehr führen. Na gut, außer gegen die Leute da oben. Da ist Little X, okay. Interesting, interesting. Vatikanstadt. Ich glaube, dass wir die nicht mehr kriegen werden. Wir sind bei 85% gleich. Militär, da haben wir irgendwie nicht so viel geschafft. Könnten natürlich jetzt hier noch... Speer und Titel. Der Meister. Könnten hier natürlich noch ein bisschen missionieren. Also ein bisschen rummissionieren. Du baust mal weiter fleißig Mauern. Wir können hier noch eine Stadt vergrößern, aber die haben auch alle keine Mine in dem eigentlichen Sinne, wie wir sie haben wollen. Na, du kannst halt das letzte Feld da noch nehmen. Dann hast du es wenigstens. Hier ist eine Mine, das ist gut. Da kannst du dann gleich ein Terrassenfeld hinklöppeln. Die Heraldik können wir erforschen. Soziale Klassen können wir erforschen. Du könntest hier eine schöne Bank hinsetzen. Ich hier nichts gegen. 5 Nahrung nehmen wir mit, ne? Du brauchst hier weiter überall um dich rum Mauern. Du brauchst auch mal überall um dich herum Mauern. Du sowieso. Ja, Bikini wohnt hier jetzt. Du kannst ja noch ein bisschen vor dich hin erkunden. Den haben wir gerade diese Runde gebaut, ne? Ja. Heil dich mal. Okay, hier ist Krieg. Um Etelkötz. Weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Aber er hat es auf jeden Fall erobert. Ja, aber Jetzt dran vorbeischleichen, das ist dann eben so. Ja, wir können hier natürlich noch weitere Terrassenfarmen bauen. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist jetzt ein Händler gebaut, ne? Bauen wir Missionare. Die können wir vielleicht nochmal gewinnbringend einsetzen. 5. Ja, geht an, wo die Bank auch ist.
Krankenhaus. 6.1 kann dahin. 10,5. Ja, und eine interessante Zahl. Da müssen wir jetzt auch gleich mal schauen, ob jetzt jeder hier so einen Heerführer bei sich hat. Wahrscheinlich ja nicht. Hier, du musst dahin gehen. Du musst dahin gehen. Die holen wir uns aber noch, ne? Ah, da sind wir auch nah dran. Könnten wir eigentlich noch ein bisschen unterstützen. 9 Runden. 6 Runden können wir schaffen. So, wir könnten auch noch... Nee, du bist gar nicht mehr mein Verbündeter. Was ist denn hier los? Sollst du ja mein Verbündeter sein? Ahsoka. Na, na, na. Mag doch Verbündete haben. Insbesondere welche, die so nah an mir dran wohnen. Wobei natürlich auch eine interessante Eroberungsmöglichkeit wäre. Und 53 People-Städtchen. Kann man auch mal mitnehmen. Noch hier noch ein bisschen Krieg führen eigentlich, aber wollen wir ja nicht. Wenn Mönche eines Flottenkommando wird hier angegriffen. Finde ich auch jetzt nicht so nett. Okay, hier wird tatsächlich nur noch Berge, die wir bauen können, aber dann machen wir das halt mal. Metallguss. Reformation könnten wir auch mal machen. Größeres Wachstum. Mal schauen, was wir hier noch alles so haben. Kultur und Gold in Städten in eurer Heimat. Das Gold und Zufriedenheit für jede importierte Ressource. Ich glaube, das sind eine ganze Menge. So mittlerweile. Hm. Ganz schön viele Sägewerke da. Du Missionar, gehst mal nach Sevilla. Sevilla. Oh, hier hat eine Brücke drüber. Wenn du meinst. Kannst da noch ein Terrassenfeld anlegen. Nochmal lecker Nahrung. So, das eine antike Brücken hat. Dann kann ich die verbauen. Stehe. Ja, 6,2 Terrassenfeld, das nimmt man auch gerne mit. Die könnten wir uns eigentlich mal überlegen, ob wir die nicht vielleicht erobern wollen. Ein Problem mit Tubman vielleicht. Auch noch irgendwo mein Verbündeter. das Evangelium der Blase. Was ist hier passiert? Haben die Baumwolle verloren. Ach, dann erobern wir das jetzt halt. Ahsoka liebt das, Harry Tubman nicht so sehr. Bin mit denen im Großen und Ganzen sowieso im Krieg. Okay, er möchte keine Allianz mit mir machen. Ist schade. Sehr, sehr schade, um genau zu sein. Das war eigentlich ganz gut. Spion wurde entdeckt. Irgendjemand verhält sich hier unkollegial. Alles Fliegewerk hier. Ja, pumpt mal mehr Missionare. Pumpt mal Mauern. Du baust auch mal Mauern. Du baust eine 10,5 Bank. Hier hinten? Ja, gerade ein Garten und eine Bibliothek. Na gut, dann mach das doch. Rastfarmen da sehen auch irgendwie interessant aus. Das Terrassenfelder, du kannst keine... Ja,
Ja, dann Baumissionare. Wir haben eine Handelsgelegenheit mit Berun. Dann Hitachi. Mal ein Händler, wobei wir können hier mal ein paar Händler kaufen, glaube ich. Um auch unsere Städte alle miteinander zu verbinden. Du kannst befördert werden. Ja gut, das macht Sinn. Kann sich nach dem Auspacken bewegen, das ist gut. Und Kampfstärke gegen kleinere Einheiten. Auch gut. Geht doch schneller. Du wartest eine Runde. Ach, wir haben noch mehr Einheiten. Reiche mal den Hund. Dann lauf hier halt rum. Können wir mit der Frieden machen vielleicht? Wie sieht's aus? Frieden? Und Pass. Oh Gott, wie viel sogar Parser. Mal gucken, wo das eigentlich ist. Hier muss es ja nur sein. Gao ist die Hauptstadt. Hippo, das Parser wahrscheinlich das hier, mittendrin. Wenn doch nix. Mein Nachbar dreht gerade ein bisschen durch, aber hey, macht ja auch nichts. Achso, sie hat abgelehnt. Scheinbar hat sie abgelehnt. Natürlich auch nicht schön. Friedrich Schief hat Abman den Krieg erklärt. Der Kolonialist? Wir haben Kolonialisierung. Hier nochmal Kultur. Hier nochmal Kultur. Wir können unsere Stadt nochmal vergrößern. Aber dann Bauernhof hin. Und ja auch kein weh. Imperialismus. Nochmal ein Elite-Limit. Wir vielleicht auch vorher schon mal haben können. Aber gut. Lieber spät als nie. Würde ich sagen. Kannst du noch ein paar Brücken bauen. Du kannst weiter Missionare bauen. Eine Allianz mit Harriet Tubman mit schwächer, ja, das glaube ich. Müssen die Händler da jetzt mal hin. Da geht schon einer hin. Da kann noch einer hin. Mit denen habe ich eh die ganze Zeit Krieg. Du baust jetzt mal Straßennetzwerke. Du bist Missionar. Du brauchst wahrscheinlich keine Straßennetzwerke, sondern gehst nach Peru. Du kannst die Tachi verbinden mit allen möglichen Leuten hier. Du gehst nach Tliska. Da ist wohl schon einer unterwegs, aber ist ja auch egal. Du kannst dich auch noch mit ganz schön vielen hier verbinden. Fangen wir mal mit Chichen Itza an. Dann sind meine Nachbarn heute laut. Das ist ja nervig. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. So, bringt das denn jetzt eigentlich auch was für Militärding? Weiß man nicht, ne? Militärding ist doch... Erlangt 12 Punkte aus Siedlungen für den Ländern. 1 Punkt für jede Siedlung. Verdoppelt, wenn es eine eroberte Siedlung ist oder sie eurer Religion folgt. Vervierfacht, wenn beides zutrifft. Okay. Bringt also gar nichts. Muss hier schon Städte bauen. Na gut. Werden wir auf unsere alten Tage nochmal einen Siedler losschicken. Nein, verloren.
Achso, der Schass, der Dings. Ne? Der Speer, den wir hier haben. Und das Special Speer. Der ist da, glaube ich, gerade unter die Räder gekommen. Hier brauchen wir noch einen Heerführer. Du bist auch am Mauern bauen. Du bist noch versuchen, einen Heerführer zu bauen. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, aber versuchen kannst du es ja. Ja, warum nicht? Was dahin? Okay. Du bist auch ein Händler, ne? Ja. Dann gehen wir nach da handeln. Den Schatzkonvois mit ein bisschen Überhand. Ulia, wir werden hin. Bijan. Ist wirklich noch Krieg? Na gut. Das ist so. Jedes Imperium redet sich ein, dass seine Aufgabe nicht darin besteht, zu Höhere Handelseinkommen, ne? Das klingt ja auf dem Papier eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, so ganz berühmt ist das nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Handelseinkommen ich kriege. Ich weiß ja gar nicht, wer mit mir handelt, etc. Das weiß man ja alles so richtig nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß nicht, was andere Leute wissen. Ich wollte das auch alles nicht mehr. Ne? Wie ich das jetzt mache, kriege ich denn jedes Mal Zukunftstechnologie? Zivilismus, Kolonialismus, das brauchen wir vielleicht nochmal. Sieht ein bisschen so aus, als würde das so funktionieren, was jetzt hier gleich ziemlich viel lustigen Spaß führen wird. Weil ich doch noch ein paar Stadtstaaten kriegen werde. Kultur. 25 Kultur, 10% Wunder. Aber wir brauchen sicher noch ein paar Wunder. Alle Missionare, Einfortbewegung, okay. Das will ich nicht. Gut. Sollen Leute, die meiner Religion folgen, halt bestraft werden. Fünf Runden. Auf 3 runter machen. Ah, das ist schon noch auf einer. Ich glaube, dann ist die Runde auch vorbei, ehrlich gesagt. Das kriegen wir nicht mehr. Kahn haben wir jetzt auch nicht geholt, ne. So, das bringt gar nichts. 2 Runden. Anders geht's nicht. Dann werde ich die Siedler hier wohl nicht mehr hinkriegen. Der braucht 17 Runden. Hier kannst du echt noch einiges an Ressourcen farmen, ne? Hm. Hier ist auch noch schön. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen.
Schade, aber gut. Gibt's halt kein keine Militärpunkte. Ich hätte allerdings in der Tat Frieden gerne, wenn wir... Hier machen wir halt einfach nur Frieden. Für mich auch in Ordnung, um ehrlich zu sein. Ich meine, ihr hasst mich, aber hasst mich ja nicht so dolle. Der Harry Kolonial Tubman hat aufgehört, mich zu mögen. Das ist nicht unbedingt gut. Aber das ist etwas, an dem wir dann beim nächsten Mal ein bisschen feilen müssen. Ich würde hier gerne noch ein bisschen mehr Handel mit dem machen, wenn es geht. Stadt vergrößern, ja. Wüste ist dein Ding. Halt eine Reliquie. Oh. Na gut, dann nehmen wir halt noch eine Reliquie mit. Hier auch nochmal eine von. Ach, sind wir im Krieg mit Umtrag mal wieder. Na gut, dann ist das eben so. Da lasse ich mir jetzt auch keine grauen Haare mehr drum wachsen. Das ist ja ein ewiger Konflikt. Der wird wohl vermutlich auch niemals beigelegt werden. Dann brauchen wir noch ein paar Spezialeinheiten. Er bekommt diplomatisch. Unabhängige Befreundung, das ist doch gut. Soll das günstiger werden? Das finde ich gut. Kunde ein bisschen vor dich hin, mein Freund. Wir scheffeln ja eh gerade nur noch Geld und Einfluss. Wenn wir irgendwo noch eine Stadt hatten, oder? Ach, wir hatten noch irgendwo eine Stadt, die richtige Gebäude baut. Ich glaube, die bauen gerade alle nur noch Wunder. Hier wäre auch noch eine gute Stadt eigentlich. 10 Runden noch. Ich glaube, dann hole ich mir das danach. Hier, da kommt ein Ding drauf. Für Lagerhausgebäude. Oder plus ein Kult. Okay, das wird extrem viel werden. 5370. 300 Kultur. Ja, Mensch. Einfach so 300 Kultur geschenkt bekommt. Das ist auch schon nett. Kriegen wir auch nochmal Kultur. 10% Kultur entsteht mit mindestens einem Wunder. Ein Kultur für jede Seele für ihn zugewiesene Ressource. Kultur pro ausgestoßen Ding. Ein Kulturspezialisten ist natürlich auch gut, ne? Nehmen wir das. Plus 10% Kultur für Städte, die ein Wunder in sich tragen. Das sollten auch eine ganze Menge sein.
Müsste eigentlich ein ganzer Haufen sein. Hier. Ah, ich will jetzt noch ein bisschen nachkaufen. Na gut. Muss so sein. Militärtechnisch aus. Achso, wir haben das. Die erste Militärstufe haben wir jetzt geschafft. Ja, ich möchte mit dir handeln. Spricht auch nichts gegen, oder? Hier Stadt. Ich glaube, dass ich hier Zimbabwe zum Beispiel kriege ich glaube ich nicht mehr so schnell. Jetzt habe ich niemanden mehr, ne? Die habe ich jetzt alle. Anerkannt, bin auch nicht bei. Istanbul haben wir. Rigayon haben wir nicht, aber unser Freund. Die Kranstadt. Auch schon einer dabei. Kavuna. Ja, nicht gar nicht. Das ist doch alles nicht so spannend. Ja, lass einfach Frieden machen. Für mich ist das in Ordnung. Bien sûr. Machen ja eh gleich wieder Krieg. Jedes Imperium. Zimbabwe in 15 Runden. Können wir noch runterdrehen. Wie so ein Wahnsinniger dreht. Hier können wir auch noch Spezialisten bauen. Das ist natürlich auch interessant, sage ich einmal. Aber wenigstens kosten die alle keine Happiness. Ausrichtung Zukunftstechnologie. Ich werde jetzt so viel Zukunftskram machen. Aber Gott, ich habe 1800. Seopoli war 3000 Kultur? Wieso hast du 3000 Kultur? Sapperlot. 3000 ist schon auch eine Hausnummer. Ja, brauche halt mehr von denen. Nächstes können wir die nicht gebrauchen. Schieß doch einfach. Du musst hier hingehen, damit die Leute hier Lands da erschließen können. Ja, weil wir hier Geld pumpen wie die letzten Verrückten. Hier kaufen wir so einen Typen. Drapura kaufen wir noch. Noch mit Schiffen hier hinfahren, ne? Theoretisch. Na, kaufen wir diese lustigen. Unsere lustige Schützeneinheit. Ja, ihr braucht eigentlich nichts machen. Ihr könnt da chillen. Hier hin. 1, 2, 3. Kommt dann alles ran außer dem Eisen. Und den Pferden. Glaube ich in Ordnung. Aber das meiste davon wird jetzt eh gleich Fabrikressourcen und das ist dann eigentlich auch nicht mehr so spannend. Ich weiß gerade nicht mehr, wo meine Siedler hin unterwegs sind. Hier unten. Ja, niemals nie ran. Ja, gut. Auch hier mal meine Gesetze ändern, ob ich hier irgendwas machen kann für Fortbewegung, aber ich habe das da schon drin. Hier für einfach Fortbewegung für Flotten und Armeen, ne. Steht in Reichweite für Handelswege, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber nee. Die sind so langsam, wie sie langsam sind.
Die wohl alle nicht so richtig ankommen. An ihrem Zielort. Ja, lässt mal irgendwie weg. Möglich ist. Ein Siedler wurde vom Machapit Imperium getötet. Welcher Siedler? 8 Runden geht das leider zu Ende. Ah, okay. Gebe zu wenig überraschend, aber es ist natürlich trotzdem schade. Dann müssen wir jetzt einen Siedler von hier oben kaufen. Der dahin guckt. Kommt der an? Wahrscheinlich nicht. Würde ich jetzt mal vermuten. 9 Runden. Reicht nicht. Ich kann noch einen Flottenkommandeur bauen, damit wir ihn haben. Einen Händler bauen, damit wir ihn haben. Du brauchst noch ein paar Mauern. Mauert euch ein. Wer weiß, welches Volk wir als nächstes spielen. Vielleicht spielen wir eins, wo Mauern eine Rolle spielen. Und der hier. In den Kommandanten rein. Aus dem Kommandanten raus. In den Heerführer rein. Zack. Noch so ein Warakek. Ein Warakek. Mal dahin. Guck mal, ob dort oder was finden kannst. Ja, die Ruhen. Na gut. Können wir hier noch wieder ein paar Ressourcen irgendwo hinschmeißen. Tachi zum Beispiel. Hm. Ja, kommt ihr nicht so weit. Waren die irgendwo lang oder wie? Na gut. Eure Karake wurde vom Majapahit angegriffen. A.k.a. von Trungtrak. Wie war das? Wie will denn ein anderer hier Suzerän werden? Das verstehe ich aber nicht. Ich bin doch Suzerän. Ja, macht da halt irgendwas davon. Expansionistisch, ah, das ist ja gut. Da können wir uns dann ja gleich mal überlegen, was wir haben wollen. Sind nicht Stufe 7, das ist schon mal schlecht. Einsiedlungslimit, alles klar. Haben wir jetzt schnell überlegt. Super. Wir bauen hier weiter lustig vor uns hin. Ohne Sinn oder Verstand. Hauptsache Armee. Jo. Hier den kannst du auch noch umhauen. Zack. Alle tot. Glückwunsch. Eine erfolgreiche Schlacht, nehme ich an. So. Wie schnell bist du hier? Nicht schnell genug. Ja. Jetzt ist das eben so.
sind halt nicht so gut gegen die Feinde hier. Aber nur das ist dann aber auch neu, oder? Früher konnte man die doch einfach konvertieren und dann war die Sache auch geritzt. Ich bin mir fast sicher, dass das ging. Hier? Oh ja. Warte, Mensch, guck an. Du hast noch 2 Runden, mich hier glücklich zu machen. Na, guck mal. Kannst du ja noch ein Terrassenfeld entklöppeln. Ja, Nahrung ist immer gut. Plus 3 Kulturen Gold für Stadtstaaten. Ein Goldnachbarschaft, Nahrungsnachbarschaft. Ressourcenkapazität in allen Städten und Reichweite für Handelswege. Handelswege gehen schon ziemlich weit. Nehmen wir mal Nahrung für die Nahrungsnachbarschaft. Und wir bauen hier weiter lustig Mauern bis zum Umfallen. Wir haben eine wehrlose Siedlung? Ja gut, wehrlos, die ist umzingelt von Mauern, aber gut. Kann das auch wehrlos nennen, das geht. Ja, Quatsch, aber kann man machen. Heerführer, gut, der hat eigentlich relativ passiv, ne? Wird ja nicht nur rumstehen. Er ist weniger passiv, aber eigentlich sollte er auch rumstehen. Wenn nicht so, dass ich Kriege führen möchte, dann möchte er mit mir Krieg führen. Noch Reis gespawnt. Nützt ja nix. Vielleicht nicht direkt in der Stadt. Nur um da den Waffenmeister und die Uni bauen zu können. Das ist echt eine absurde Stadt. Endlich. Wir haben eine Werft. Noch eine Brücke hinbauen. Toll. Das hat man dann mal eben so aus dem Nichts zusammengeschreinert. Du kannst doch kein Allianz mit mir machen. Hier gerne nochmal. Hier gerne nochmal. Dann kaufen wir die hier nochmal einen Händler. Und du darfst nochmal einen Händler haben. Das wird die Stadt auch noch vergrößern, ne? Hier so hin. Ja, ist alles gut. Du musst jetzt eh ein paar Mal wachsen, nehme ich an.
Mittelalterliche Mauern. Mittelalterliche Mauern. Mittelalterliche Mauern. Brauchen wir in der Moderne noch ein Wunder, das Mauern unfassbar stark macht. Kann ja hier rum attackieren, wie sie lustig ist. Das sieht ja keinen Toten. Steht da halt an der Mauer und sagt Moin. Wenn ihn das glücklich macht, soll das tun. Ganz ehrlich. So, Bagdad und Friedrich können wir jetzt auch noch neue Deals abschließen. Ich meine, mit dem sind wir eh gleich wieder im Krieg. Deswegen ist das auch nicht so wirklich zielführend. Aber hier, kannst du damit gleich handeln. Ja, handelt doch. Na gut. Ein bisschen Kultur. Noch ein bisschen Happa Happa. Nicht, dass wir jetzt irgendwie ein großes Problem mit Kultur hätten. Bei plus 1900. Das ist schon noch eine Marke. Himiko hat Ahsoka den Krieg erklärt. Ahsoka muss ich jetzt auch noch wieder irgendwie Frieden machen. Weiß auch noch nicht, wie das gelingen soll, aber wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. Oh, ein Stadtstaatenbonus. Wie schön. Kultur für Lagerhäuser. Gibt es noch mehr Kultur? Ja, auch immer gut. Du baust Mauern. Und du baust Mauern. Und du baust Barakak Dingsbumsis. Du kannst hier weiter Mauern bauen. Du kannst hier Mauern bauen. Wir haben noch ein Anführerattribut. Militär. Da haben wir noch gar nichts von. Kriegsunterstützung für Kämpfe. Ist ja nicht so schlecht. Wir haben ja doch ein paar Kämpfer. Unberechtigterweise. Wird ja gegen uns die ganze Zeit Krieg geführt. Weiß ja auch keiner warum. Hier, Segel dahin. Kannst auch noch schießen, ja, dann mach das doch. Aber da interessieren mich jetzt auch die Städte nicht mehr so. Bei der Lieben. Hier, irgendwo hier hat die noch was. Daran. Das wäre vielleicht noch interessant. Aber sonst. Hier auch nicht so viel anzubieten, ne? Fast so, als wäre die ganze Zeit im Krieg und will deswegen nicht so viel schaffen, aber nur fast so. Ja, das ist ja eh alles. Aber wir können jetzt Japan werden, wenn wir wollen. Aber das ist ja eh alles. Den Gold für jede Allianz. Okay. 2000 Gold. Ich meine ja nur. Das ist viel. Überhaupt ist zumindest nicht wenig. Ja, bauen wir da halt Brücken hin, damit die das glücklich macht. Macht doch alles nur, damit mein Volk und meine Städte alle miteinander glücklich sind. Alles, was ich möchte.
Ja, ihr könnt jetzt gerade nichts machen. Natürlich auch traurig, aber ist dann halt eben so. Na, ihr macht jetzt mal nichts. Ach, wisst ihr was, ihr geht einfach schlafen. Solange Gegner nichts machen. Ja, kannst hier wohnen bleiben. Kannst die wahrscheinlich einfach ein bisschen vor dich hin bekehren, die glücklich macht. Ja, ihr könnt auch einfach ruhen. Ich will wieder Allianz schließen. Wir können es versuchen. Ja, geht doch auch. Harriet Subman, du bist nächste Runde dran. Charakter ist gut Platz. Okay. War nicht schön, aber auch kein kompletter Weltuntergang. Harriet, guck an. Wie sieht's aus? Bauernmarkt, offene Märkte, unfähig eine Allianz? Nee, Allianz will der dann wieder nicht. Oh, was ist das für Spitze gegen Augustus? Augustus war doch mein Freund. Oder ich unterstütze Augustus. Ich habe es falsch gelesen. Ich glaube, ich unterstütze Augustus. Endlich wieder Krieg gegen Himiko. Wird ja auch langweilig, wenn man halt keinen Krieg führt, wenn man nicht dauernd. Ich habe hier noch einen Händler. Was hast du denn noch? Ach, da ist ja schon einer unterwegs. Ich nehme an, nach hier auch. Oh. Nach Shangjing oder so? Keine Ahnung. Konstantinopel, du bist nicht mein Freund. Der Gesell. Fällt mir den Krieg. Sag mal, wenn er möchte, soll er das tun. Kailangang Danke. basagin ang sisidlan upang halimuyak ang bango. Kailangang pigtiin ang bato upang sumipot ang apoy. Naja, alle ein bisschen unzufrieden mit sich und der Welt. Wenn sie meinen. Wir brauchen hier weitere Spezialisten, die hier lustige Spezialisten-Dinge tun. Uns auch ein bisschen Wachstum brauchen eigentlich, aber das sieht auch ganz gut aus. Ja, du musst natürlich weitere Ressourcenfelder abernten. Ach guck, was ist denn hier für gebaut? Wie schön. Hier, die Schnitzer hat keinen. Mir unerklärlichen, aber bestimmt nachvollziehbar magischen Gründen. Hier alles nichts mehr hier. Mal gucken, ob du hier nochmal eine Mauer hinkriegst. Soll ich den Gegner ruhig ein bisschen die Zähne ausbeißen? Wenn er schon meint, hier den ganzen Tag Krieg führen zu müssen. Dann soll er da auch was von haben. Oh ne, du kannst auch schießen, ne? Das doch einfach mal. Siehst du, du kannst hier noch Straßen bauen.
Mir wurde mal wieder ein Friedensangebot unterbreitet. Letzte Runde. Isampura. Okay. Habe ich die Stadt auch noch? Das ist nicht aus. Isampura ist hier oben, ne? Oh, die hat auch Kamele und so, die ist auch nicht schlecht. Die ist schon in Ordnung. Egal. Ach, egal. Ja, haben wir nochmal Kamele. Alabama kriegt Kamele. Eh alles gleich weg. Oh, den Handelsweg können wir noch machen. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich wünschte, es gibt noch das Loyalitätssystem. Könnte man ja langsam die Städte so ein bisschen mit Loyalität sich holen. Ja, ganz schön. Freundlich und hilfreich. Aber gut, das Zeitalter ist jetzt offiziell vorbei. Und wir werden uns überlegen, was wir als nächstes für ein Volk spielen. Von der verborgenen Macht der Inka-Reliquien und die Welt hörte zu. Machu Picchu, eins der modernen 7 Weltwunder. Kriegen haufenweise Punkte etc. Wir werden keine Belohnung freigeschaltet, das ist schon mal schade. Was haben wir denn hier? Amerika, Frankreich, Mexiko. Nepal ist wahrscheinlich das, was wir am ehesten wollen, ne? Lagerhausgebäude gelten für Berggeländefälle, doch sie kosten ein Gold und ein Zufriedenheitsunterhalt. Okay. Das Berggeländefälle werden insane. Gurkas, auch schön. Kann sich auf den Mount Everest bewegen. Ja, cool. Und wir können Hochlandkraftwerke bauen. Plus 3 Produktion, plus 3 Kultur, einzigartige nepalesische Modellisierung, entfernt kein Lagerhaus, Bonus auf einem Geländefeld, muss auf einem Berggeländefeld ohne besondere Geländeeigenschaften platziert werden und kann von Sherpa gebaut werden. Ja, wir nehmen Nepal, ne? Ja, wir nehmen Nepal. Da jetzt einiges an Ladezeit und so auf uns zukommt, würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen den Aufstieg Nepals dann beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen, lasst ein Like, dann einen Kommentar, ein Abo, ihr wisst, kleiner Kanal etc. pp. Da hilft jeder, ich freue mich auch über jedes Abo. Jedes Mal, wenn die Zahl da eins hochgeht, bin ich der ganze Tag für mich ein ganz besonderer. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Radbot. Ciao.